one's about to burn down the building he wants to get rid of. Okay, schickes Office auf jeden Fall. Dann gucken wir doch mal. Ich denke mal, am Schreibtisch wird man am schnellsten fündig. Natürlich hat er einfach seinen PC hier so komplett offen gelassen. Jeder kann einfach reinlaufen und auf sein Bildschirm schauen. Nicht ganz so realistisch, aber okay. Nice, still logged in. Guess I'm due for a lucky day. Das ist schön, da müssen wir kein Passwort rausfinden. Cool, wir können jetzt hier in seinem Computer sogar navigieren. Dann schauen wir uns doch als allererstes mal die E-Mails an. Ich lese mal vor. Owen, my guys are telling me that you are throwing them under the bus to the Lakeport PD. Listen, I've got plenty of words for the idiots who didn't check the basement, but who told them that the demolition had been approved, who assured me to my face that the court documents were on their way and it has to be tonight. Do you know how much shit I'd be in if the cops had found the explosives? I had to hide them in a dumpster like a fucking mobster. I only took this contract as a favor to Yasmin. Okay, but we're done. I told my guys to pull the equipment, find someone else to do your dirty work, and get your fancy team of lawyers ready, asshole. Okay, diese Nachricht kommt von New England Rankings. Beziehungsweise von Stan King. Okay, der scheint da ganz schön in der Scheiße zu stecken. Owen's trying to seem more likable, so he outsources the job to a chatbot. This fucking guy. Sir, the new AI chat program is ready for your review. I downloaded it to your desktop this morning. As I've said, I have some concerns about using your voice. I know we're attempting to address the unlinkable and unrelatable accusations, but even with more boundary conditions, a user could get you to say just about anything. I'm sure you can imagine the potential downsides and PR nightmares that could follow. Let me know if you have any feedback for the developer. Okay, also wenn das hier auf dem Computer drauf ist, dann können wir da wahrscheinlich auch gleich rein oder gucken, was er da vielleicht schon so für Sachen geschrieben hat in diesem AI-Chat-Programm. That doesn't sound like Owen at all. Und hier noch eine E-Mail oder ein Gespräch zwischen Yasmin und Owen. Are you feeling alright? We'll discuss your previous... Also, Moment, unten geht's natürlich los. I'm getting calls from the demolition company. Stan is furious and threatening to sue. Genau, das ist auch das, was wir vorhin gelesen haben. What happened at the Brax's house last night? I think the real question is, how did you fuck up your relationship with your daughter so badly? What the fuck? That she doesn't even answer your calls. Maybe you should stop trying, or maybe I should offer her a professorship. She's clearly the real talent in the family. Und Yasmin antwortet darauf, are you feeling alright? We'll discuss your previous message after the call of the board. I suggest you get your head on straight before then. Ja, das ist sehr, sehr weirde Antwort. What the fuck? Okay. Hier sind einfach nur so ein paar Logos. Okay. Und das ist wahrscheinlich dieser Chatbot, oder? I'm Callie, your Caledon automated assistant. How can I help you today? New prompt. Tell Max Coleman she's a great teacher. What's on Owen's schedule today? Secrets of the Abraxas Society. Ich probiere es erstmal mit Owens Schedule. Ich glaube, das ist am wenigsten auffällig. President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan, location Central Quad. Wait, he was just here. Okay, also er hätte eigentlich ein Meeting haben sollen, aber mit wem? Ich muss es nochmal kurz anhören, Moment.
President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan, location, Central Quad. Wait, he was just here. Nee, gut, aber vielleicht ist er da gerade hingegangen. I don't know. Machen wir mal Secrets of the Abraxas Society. The Praxis Society was founded in 1962 by Gretchen Kostock. Originally known as the Caledon Women's Equality League, the group is open to all students in good academic standing. Was worth a shot. Ich weiß nicht, ob ich das machen will mit diesem Tarbex Caulfield. She's a great teacher. Aber ich mach's jetzt einfach. Instructor Caulfield, your class size and inattention to grading have raised questions as to the efficacy of your course. Wow, even the robot knows that Owen doesn't respect me. Oh, gemein. Okay, aber also er hat jetzt hier so ein Bot, der quasi seine Stimme hat und aber was soll das bringen? Ich find's irgendwie weird. Owen's trying to seem more likable, so he outsources the job to a chatbot. This fucking guy. Naja, okay, das ist so richtig viel. Außer eben diesen Trouble mit der Company. Diese Demolition Company haben wir da jetzt nicht rausgefunden. Gucken wir mal hier in die Schublade. Did he lose his key or something? Oh ja, das schaut ja interessant aus. Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged. But I didn't see anything wrong. Addendum 6. Buyer will not demolish the building located at 3180 Fremont Street, hereafter referred to as the Abraxas House, until received a signed order of demolition from the Lakeport County Court. Structural engineer. Once the structure confirms that the building is damaged beyond repair. Okay, das ist auf jeden Fall unterschrieben. Er hat ja auch, er hat so die Unterschrift von einem Drittklässler, ehrlich gesagt. Nein. Okay. Breaking into his own files? That weird email to Yasmin? That wasn't Owen just now. Oh, I understand. What was she doing in Owen's office? Okay, das macht total She Sinn. asked Vin to get a file for her. She's up to something. Okay. Es macht alles Sinn. Und deswegen auch der... Oh nein. Oh Gott, Max? Are you, like, in there? Oh, wir rufen ihn an. Kann ich meine Stimme verstellen? President Teller's office. Sir? Vin, I need you to go get me something. Okay, das war... Fuck it. I'm Ah, coming in. scheiße. Okay. Das war keine gute Idee. Was können wir stattdessen machen? Owen just said he's been trying to break into his office. Need to get Vin I away from told the him he's door. crazy. Ich habe doch gar nicht abgesperrt, But I oder? check, so I really hope Owen is in there listening to me right now. Kann ich das mit dem Anrufen nicht nochmal probieren und dann... Fuck it. Nee, okay. Ich dachte, ich kann das vielleicht nochmal probieren und dann irgendwie die Stimme von diesem Chatbot irgendwie nehmen oder so. Ah ja, genau. Fuck it. I'm coming in. Hä? Max? Ja, so habe ich mir das gedacht. I'm Callie, your Caledon automated assistant. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Tell Vin to get a package from the mail room. Ja, machen wir. Is you, like, in there? Ja, genau, so habe ich mir das gedacht, dass das funktioniert. President Teller's office. Sir? Ben, I just received a package. Please retrieve it from the mail room. Hört man gar nicht, dass das... Mailrooms are designed for dissemination and distribution of letters and packages. The U.S. Postal Service was founded by Benjamin Franklin in 1775. Okay.
trying to break into his office? I told him he... President Teller's office. Sir? Finn, you are an exemplary employee. Please take this afternoon off. What? You just told me I couldn't leave until after the conference call. Okay, auch das funktioniert nicht. Mist, dann Break into his office? nehmen wir doch die I told him... dritte Variante. Tell when you need to talk in the library. He's crazy. So, jetzt aber. Finn, please meet me in the library. We need to discuss tech and corporate synergies. Sure. I'll see you there. Yeah. Okay, das hätte man auch schneller lösen können. I'm sorry. Gut, aber jetzt sind wir den erstmal los. Aber jetzt ist die Frage, ist hier eigentlich noch irgendetwas? Ja, das können wir uns auch angucken. Can I hate something that would make Moses happy? I think I can. Also, ja, ich muss sagen, diesen Plot, ich bin mir nicht sicher, ob ich den nicht ein bisschen konstruiert finde, so an sich. Ja, der will jetzt da so ein neues Scientific Institute bauen. Und ja, man kann, also, der ist natürlich jetzt keine angenehme Person oder so, aber ich finde so dieses Vorhaben an sich jetzt nicht so super weird. Also nicht so, wie es dargestellt wird. Naja. Egal. Haben wir hier noch irgendwas? Ist das Alkohol? Kann man nicht so gut lesen, leider. Ja, ich würde fast sagen, das war's, oder? Und wir gehen jetzt wieder raus. Ja. Irgendwie geht diese Zeitschleife da oben nicht weg. You wanna play cat and mouse, Safi? Let's play. Max is on a mission. Ja, also wenn du so ein Shapeshifter bist. Safi could be anywhere by now. Knowing her, she probably stuck around to watch me squirm. I need your assurance that our understanding still holds. This isn't just about Abraxas's future, Reggie. It's about yours, too. Max, hey, I needed to ask you about yesterday's assignment. Do you have a minute? Sorry, President Teller, I really need to understand this whole, a negative space thing. Why do I suspect you're not looking to talk photography? Sorry, I just needed to get out of there. Are you okay? It's been a day. Owen's breathing down my neck, up to my ass in angry emails, and now Marlon says I'm acting crazy. Why would he say that? When I saw him this morning, he asked if he could borrow something important, and now he's saying he never even saw me. Stoner. He probably just lost it and he doesn't want to admit it. But it's extremely important for reasons that are extremely time sensitive. What? Okay, hat das was mit Mayborn zu tun? Does it have to do with the Maybon party by any chance? Maybon? What is that? Ja, ist klar. Reggie, I know the party was officially cancelled. It would be a very bad idea to hold it anyway. I always appreciate your advice, Max. It's fine. It's probably a whole stack of them down in the basement. I just need to get there early. So the party is still at the Abraxas house. Good to know. Okay. What Das was ist schon that mal eine talk gute Info. with you and Owen about? It sounded intense. Nothing important. Just ensuring the success of Caledon 2.0. No pressure. You said the two of you had an understanding? Understanding? Who really understands anything?
these days. What does that word even mean, you know? Alles klar, okay. Reggie, I know there's a lot going on. Just be careful. I always am. See you around, Max. That was definitely Reggie. What the But what about the rest of the quad? When Safi was impersonating, she took a Caledon folder from Vin. That's my tell. Anyone with a Caledon folder could be Safi. I need to check out each one I find. Okay, also 2 Sachen. Erstens, wie Reggie gerade weggelaufen ist. Er hat sich einfach hinter diesem Busch versteckt. Und zweitens, was geht bei ihm? Ist das geil? Hört ihr diese Geräusche, die er macht? Also sowas habe ich in Life is Strange ehrlich gesagt noch nie gesehen. Gucken wir uns mal genauer an. The man has absolutely no hold on me. Der hat auch seine Augen einfach komplett zu. Nimmt uns gar nicht wahr. Richtig witzig. No sign of Okay, Safi. also wir müssen Have to keep looking. nach einer Person suchen, die einen Safi Caledon-Folder was hatte. just shapeshifted as Owen. Maybe she didn't have time to change yet. Also vielleicht ist sie immer noch hier, diese Owen. Gucken wir uns das doch mal genauer an. Ja, würde schon passen. Ich meine, da liegt immer noch dieses Folder. I don't mean to interrupt. Was für Interrupt, der sitzt da alleine. Help me liaise with the Abraxas Alumni Network. You are. Excuse me. Ja, okay. I can't just push Owen to talk. What if it's the real Owen? I need to rewind and regroup. Okay. Rewind. Find someone to distract Owen. Naja, wie wär's mit ihm hier? Ich finde, er ist sehr distracting, aber okay, anscheinend können wir nicht mit ihm interagieren. Ja, wen haben wir denn hier so sitzen? Okay, mit ihr können wir auch nicht interagieren. Wer ist da oben? Hat eine Maske auf. Was passiert hier? Sag mal, was sind denn hier für absurde Leute unterwegs heute? Der protestiert hier alleine gegen ihn. Of course, everyone has the same folder. And only one of them. Down with President Teller! Save the Abraxas house! Okay. President Teller's sitting in the quad over there. I'm not sure he can hear you. I can do something about that. Thanks, lady. I hope the power of protest is enough to get Owen away from that folder. Okay. Down with President Teller! Save the Abraxas! Schauen wir mal, ob wir ihn drauf ansprechen können. Defend the students' right to self-govern! Save the Abraxas! What is it now? Yeah. Jetzt gucken wir in den Folder rein. Sekunde. Well, this certainly wasn't pulled from the archives. Must be the real Owen. Okay, was steht da so? Last night was an entirely avoidable incident. It was handled quietly, but could have been catastrophic and demands immediate action. Go over police report, miscommunication with demolition team. No better time. Ja, okay, also einfach ganz viele Sachen, der sich da so notiert hat dazu. Caledon 2.0, shiny shot clock without slogan. Don't forget, Starter's birthday next week. Don't yell. Das hat er sich als To-Do quasi aufgeschrieben. Don't yell. Okay. Gut. Ja, also das ist nicht Safi. Dann, Reggie's gonna deal with it. Did you know he was an economics major before he met you and changed to visual arts? What a shame. oh. Why do you hate the arts? So you became the president of a liberal arts college, but you hate the arts. What's that about?
Contrary to the graffiti around campus, I'm not a heartless suit. For example, I'm something of a collector of Stieglitz prints. Okay. Ganz ehrlich, wir haben es uns mit dem eh schon komplett verschissen. Beziehungsweise wir haben ja gar nichts gemacht, aber er hasst uns eh schon. Also können wir auch die linke Option wählen. You know, every millionaire I've ever met has a favorite artist they love to name drop. How many have you? At your exhibitions and such? Because you rely on their patronage. I did, before I came to Caledon, where I can build a career without catering to the richest common denominator. Okay, also ich checke, worauf sie hinaus wollen mit diesem ganzen Caledon 2.0, dass das halt eigentlich ein Liberal Arts College ist und er will es jetzt sowohl zu einem Scientific College machen und so. Aber irgendwas gefällt mir in diesem, also das ist, ich weiß nicht so genau, was ich zu dem Plot sagen soll. Egal. Machen wir mal hier Plans for the future. Your plans to expand the campus are receiving a lot of pushback. Have you had any second thoughts? Of course not. The situation in academia is dire. If we aren't aggressive in securing our future, we won't have one. If you change Caledon beyond recognition, have you secured its future at all? Question for philosophers and linguists who, despite my better judgment, still have majors here. Also, es ist halt so, an sich finde ich an den Plänen, die er hat, das so auszubauen und so, nichts falsch. Und ich glaube auch, dass er einen Punkt hat, dass sie das wahrscheinlich machen müssen, um so zu überleben. Aber es ist halt einfach voll asozial, wie er mit den anderen Fächern umgeht. So. Also er ist halt menschlich kacke, aber seine Pläne an sich finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm. Naja, wir fragen wen mal noch zur Praxis. You really seem to have it out for the Abraxas Society. Yes. Out there, I want to get rid of a damaged building and build some much-needed classroom space. I have nothing against a new science building, but Loretta Rice is tenacious in her pursuit of rumor and nonsense. All the more reason to demolish the house and move past the rumors once and for all. Okay. I'll let you get back to it. Please. Ja, also wie schon mal gesagt, die werden keine Freunde mehr. Was ist eigentlich das? The whole school feels about as stable as you do right now. Kann man lesen, was da steht? All those affected by the storm may participate with care in this act of rebuilding and resilience. Süß. Süß. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ob wir noch jemanden zum Folge finden. Hier zum Beispiel Jeanette. Safi saw my class. Maybe she'd shapeshift as one of my students to mess with me? Hello Jeanette. Oder Safi. Hey, Jeanette. Oh, hey, Max. Fancy seeing you here. Ja, ich glaube, wir fragen sie nach ihrer Homework. Doing some alfresco homework? Oh, no, it's a personal project. Oder bezüglich des Fotoassignments. Were you pleased with the photos you took in class? Definitely. But I wanted to get a few more to choose from. I asked Reggie if he wanted to shoot together, but he said he had some pressing plans. Lame. Okay, klingt jetzt erstmal nicht auffällig, finde ich. See you in class. Max, have you ever... I'm sort of thinking about applying to grad school. For what? Oh. I shouldn't have... Never mind. Wait, Jeanette, I didn't... It's cool, Max. See you in class. Okay. Weird. Jetzt können wir rewinden und vielleicht das Thema nochmal
aufmachen. Na, hallo. So. Skip, Hey, Jeanette. skip. Grad School. Ah, jetzt nehmen wir das Gespräch in die Hand. I've been meaning to ask you. Have you ever considered applying to grad school for photography? Yes. Actually, I wanted to ask you about it, but I figured if you thought it was a good idea, you would have brought it up. Ja, perfekt. Not everyone goes to grad school. Sorry, I didn't bring it up. Boah, keine Ahnung, was ich dazu nehmen soll. Sorry, I didn't bring it up. I'm sorry. I'm still new at teaching, and I'm not used to people caring about my opinion. But of course, I think you're good enough. Most of the applications require an artist statement, so I've been working on one. Would you mind taking a look? I'd love to. Ugh, it sounds really pretentious. Artist statements are just like that. You're right in the pocket. Okay, dann lesen wir das mal. Artist statement. The first time I got to hold a camera, I was overwhelmed with the desire to capture an image of my mother, asleep in a hammock. My artistic instincts were so strong that I nearly dropped her Kodak P880 on her face. When my mother woke up, grabbed back her camera and forbade me from touching it for the rest of our vacation, I learned a valuable lesson. Photography is about permission. We are surveilled to some degree or another. Anytime we set foot on a city street or log onto our devices, we can take pictures of people with our phones, watches, or sunglasses, with or without their consent. But to take someone's photograph is very different from simply taking their picture, though it might sound like semantics. But photograph someone is to ask another person if you can treat them as a piece of art, not as a commodity or a consumer. It redefines communication, introduces playfulness and spontaneity, oh my god, and demands collaboration between the photographer and the subject. In a world beset on all sides by technology, which often has an isolating effect, photography remains a technology that connects us to each other. Das ist eigentlich ein sehr schönes Statement, hat sie gut geschrieben, finde ich. Da geht's nicht mehr weiter, ne? Ne. Klingt doch I gut. know it's a long shot, but I really love your class, and some of these programs have financial aid, so... So what on earth do you have to lose by applying? Exactly. Okay, let's meet after class on Tuesday. I'll do my own research on MFA programs, and we can touch base. That would be amazing. Hey, Sweet. don't wait for other people to tell you that you're an artist. You are an artist, whether they see it or not. Wow. Thanks, Max. I'm so lucky to have you as my mentor. Ein bisschen cheesy. Crying. Don't start crying. Oh Gott. Okay. Aber schön, da haben wir ihr doch weitergeholfen und sie ist jetzt happy. Und wir können uns weiter auf die Suche nach Safi machen. Und hier ist einfach schon wieder so ein Zwerg. Oh, ich kann von dem Foto machen. Nice. Hey. Habe ich dich? Finde ich ein bisschen komischen Winkel auch wieder. Ich würde mich noch ein bisschen weiter runterknien eigentlich, aber egal. Passt schon. Ja, doch, passt schon. Is it me, or are there more of these gnomes around than there used to be? Nein, meinst du? Also würde ich auch behaupten, dass hier sehr viele rumstehen, aber da werden wir bestimmt noch was dazu rausfinden. Hat der irgendwas Auffälliges an sich? Nö. Steht nix auf dem Rücken oder so. Konnten wir die anderen auch schon so angucken? Weiß ich gar nicht mehr. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass der einen Pilz kaputt tritt. Naja, gut. Oder, Moment, ich habe noch nicht Look gedrückt. These little gnomes are moving around. So cute. Ist das so? Ja, aber wer macht das denn? Ich finde es nicht cute. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen weird. Aber okay.
Sophie knows sitzen noch all Leute. the English teachers. If she wanted to blend in, maybe she'd choose one of them. Ah, okay, und die haben da auch so einen Folder liegen. Gut, dann probieren wir es mal bei denen. Erstmal anschauen. Sophie knows Achso. all the English Ja, teachers. okay. If she wanted to blend in, maybe she'd... Are we sure we want to do this? What if my husband finds out? Worum geht's da denn? I already told my husband. He was excited until I told him he couldn't watch. Oh, Max, can you give us a moment? We're discussing some plans. Okay. Also, das könnte man jetzt in die ein oder andere Richtung interpretieren, was die da gerade gesagt haben. Ja, wie kriege ich die jetzt da weg? Ich kann jetzt das hier nicht einfach in die Hand nehmen und lesen. Was soll ich denn jetzt machen? Also, ich meine, ich kann es natürlich probieren, aber... Okay. So they were talking about doing a presentation together. That makes way more sense than where my mind went. Witzig, okay. Aber das finde ich jetzt auch schon wieder ein bisschen weird, dass wir das einfach lesen können, während die da sitzen. Naja, ich will ja mal nicht so sein. Also die machen eine Präsentation zu Virginia Woolf was right, a room of one's own and a case for singledom. Okay. I emailed you a draft. Ja gut, nix. Please tell me Safi isn't with her mother right now. Or being her mother right now. Oh, Feier. Ja, doch, das könnte schon gut sein. Ach, das hat uns jetzt einfach von da drüben hier hin teleportiert. Okay, naja, gut. Ja, dann sprechen wir doch mal mit Jasmin. Oder den beiden. You're out here. That's great. Okay. Catching up with former boss. Complaining about the new boss to the old boss. And to think I used to complain about her. I didn't know how good I had it. Nor does Owen. Once everything calms down, he'll be able to appreciate everything you're doing for him. Just give him time. I know how she manipulates people with flattery, but it still works. Okay. Oh, meine Nase, I'm sorry. Gut, einen Schluck trinken, dann fragen wir mal. Ja, keine Ahnung, ich mache einfach alles nach der Reihe so. Is this an official graduate program performance review? Officially? No. Unofficially, I could not be prouder or more honored that Vin is the first Regent's Chair grant recipient of my tenure. I never thought I'd make it to college, let alone business school. Caladon's given me so much, and yet, somehow I managed to give it even more in return. This strand is set up to foster the next generation of Caladon leadership. There is no one more deserving. Okay, cute. Also, ich weiß nicht, bei Vin muss ich schon sagen, ich glaube, ich habe das letzte Folge auch schon erwähnt. Vielleicht habe ich es mir nur gedacht und habe es nicht erwähnt. Aber ich finde es schon ein bisschen weird, dass man mit dem anbandeln kann. Ich meine, okay, vielleicht ist er bi, so, ja. Aber ich habe jetzt schon eher den Eindruck von ihm, dass er vielleicht nicht so auf Frauen steht. Aber okay, ich frage mich echt, wie diese Gespräche irgendwie so ablaufen, wenn man vorher ausgewählt hat, dass man im letzten Spiel mit ihm angebandelt hat. Aber, ne, vielleicht dann bei meinem zweiten Playthrough. Owen has a lot of big plans for the school. How is the board handling it? The way they handle everything, like clutching their pearls. And they're all rich retirees, so they literally wear pearls. We do. We have a call scheduled this afternoon to hear some updates about his Caladon 2.0 plans. I'm sure it will be as lively as ever. If not livelier. Ich finde Vin
two to catch up. Beenden wir das Enjoy your Gespräch, aber The campus is beautiful this time of year. Go take your next famous photo. Preferably of me. You know I always support your work, Maxine, but if you take his portrait before you take mine... Don't listen to her. Maybe I can use this photo to get to the folder on the table. hä, wie denn? Wie willst du das denn machen? Okay, also, ich meine, klar, ich kann ein Foto von denen machen. Warum ist da auch schon wieder eine Baustelle im Hintergrund? Ja, okay, ich mache einfach mit dich. So, schauen zwar beide nicht her, aber ist okay. Mind if I move that folder? The last shot felt a little cluttered. Thank you for reminding me. It's yours. That auditing student handed it to me and told me to pass it on if I saw you. Strange girl. While we'd love to stay in pose, we really should get ready for the call at 4. Pray for us. Okay. Also das ist angeblich jetzt... Na, schauen wir mal rein. Fun. Meet me at the turtle for part 2. XOXO. Safi's fucking going out. She's not even here. Safi's been one step ahead of me this whole time. Hopefully now I can get some answers. Die soll mal nicht so, wir haben hier echt Besseres zu tun, ne? Wir müssen hier einen Brand aufhalten und so und die spielt irgendwelche Spielchen mit uns. It started in December, but lately it's been getting worse. So I came to Max for help. And she told me, well, it's really more about what I told her, that Arcadia Bay is still standing. And my mom, and everyone else, is alive. But then she told me that until very recently, this wasn't the case. But if I'm here, Oh my God. and Arcadia Bay is also here, I don't know. Ich glaube, er kommt gerade gar nicht Do you klar. know what it means? The visions, the different realities smashed together? I have some, I want to say theories, but they're closer to fears at this point. Give me a minute. Ja, it's a lot to digest, ne? Max told me you're into astronomy. You want to take a look around? There's an image I captured upstairs that could be a new celestial object. Or it's just a speck of dust. Either way, you can help me name it. Seriously? You're on. Alright, Moses. Geil. Let's see if you're as nerdy as Max says you are. Cool, wir dürfen einfach wie hat das genannt? Ein Object in Space benennen. Oh, wir haben New Messages. Ach, wir können auch jetzt check ich das erst, wir können auch in Chloes Handy gucken. Krass. Ich gehe mal von oben kurz durch. Okay, das ist mit der Band. Aber ich glaube, das ist alles nicht so relevant. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Did you hook up with the bartender? Don't fuck where we eat, please. Oh mein Gott. Okay. Okay. Also während sie weg ist, kümmert sich wohl irgendwie jemand anders um die Band. Dann hat sie hier ganz kurz mit Joyce geschrieben, mit ihrer Mutter. Oh süß, did you pick your jacket? Thunderstorms in Chicago, don't shower now. So richtige Mutternachrichten, mütterliche Nachrichten. I think it's might snow in Indiana. Hope you brought your boots. Mom, you know weather apps exist, right? Rock look later, bis auf always waited, bis auf your net face, rock do, flicks or anything else. Oh, das ist ja gemein. Congrats on the new gig. Und dann so in Anführungszeichen. Und dann hat sie geschrieben, that's nice. Oh Mann, okay. Also sie scheint sich jetzt
suspect you. You and Moses are going to love each other. Ey, den Joke finde ich richtig gut. I have a bunch of sinister bones in my body. They're in my left hand. Because I'm left-handed. Sinister is left-handed in Latin. Und das ist true. Das ist ein guter Joke, den man nur auf Englisch machen kann. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Ein 3D-Drucker. Maybe Moses would let me print something for Max's birthday. Hä, das wäre voll geil. Das ist voll die gute Idee. Hoffentlich können wir ihn darauf ansprechen. Okay, haben wir hier irgendwas? Was war das? Sein Kalender. Max isn't thinking about her birthday right now. All the more reason to get her something. Ja, ich find's voll komisch, dass sie das halt nicht mal angesprochen haben. Voll süß sein. Sein wichtigster Termin ist eigentlich freitags um 2 Uhr. Hot Chocolate with Max. Voll niedlich. Ansonsten hat er eigentlich nicht so viel. Dann haben wir hier Figuren, Anime-Figuren, cool. Wow. Moses flies his weeb flag high. Die sind alle auffällig angezogen für angebliche Anime-Figuren, finde ich. Süß. Ah. Wir können hier nochmal explizit den Musikplayer anschauen. In space, no one can hear your sick beats. Süß. Cute, cute. Dann, I wish my job would let me keep a nerd den. boah, das ist schon wild. Bei sowas frage ich mich ja immer, wenn man sowas in Serien oder so sieht oder eben jetzt hier in dem Spiel, ob irgendetwas von dem, was da steht, Sinn ergibt. Also ob irgendjemand, der jetzt so, keine Ahnung, Physik studiert oder studiert hat oder so, dann zumindest halt Sachen wiedererkennen würde und sagen würde, ja, das sind halt einfach irgendwelche Formeln oder so, die es wirklich gibt. Oder ob es einfach kompletter Quatsch ist. So. Moses has a ton of rad shit. No wonder Max thought we would get along. Hier stehen wieder diese beiden Figuren. I'm not big on the magical schoolgirl thing, but she gets badass points for that eye patch. Oh. Zu Recht. Genau, da stand der Name drunter. Das hatten wir ja auch schon mal. This is the coolest kettle in the history of humans. Hier haben wir ganz viel Paint Supplies. Is this an art room or a physics lab? Moses seems to know how to blend the two with expertise. Geil. Hier haben wir ein Star Atlas. So many post-its. I've got to take this guy outside some night and ask him questions. Boah, das stelle ich mir echt cool vor, ja. Mit Moses so ein bisschen den Sternenhimmel angucken und sich ein bisschen was erklären lassen. Moses wants me to name the star on the photo upstairs. Ja, okay, dann gehen wir No jetzt hoch. way I'm passing that up. Chloe kann es anscheinend nicht mehr abwarten, den Stern zu benennen. Also es war tatsächlich einfach ein Stern. Was ist das hier? Moses Ah, needs a ja, name okay. for this dot. I should help him out. Possible planetoid need a name. Okay, dann suggesten wir doch mal was. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was jetzt kommt. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Wir haben die Wahl zwischen Dawn, Space Pimple und Unities. Oh, ich weiß
erwartet, dass so Urtitiers oder so ausgesprochen wird. Und das finde ich irgendwie ganz lustig, weil dann hat es irgendwie so eine zweite Ebene. Das machen wir. Mal gucken, ob Moses das überhaupt checkt. Geil. Ach so, auch wie... Oh mein Gott, jetzt check ich das erst. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja, okay. Das ist halt, weil man Uranus immer nur... Also halt auf Deutsch hört meistens. Okay, es ist Uranus, your titties. Okay. Oh man. Das habe ich echt auf dem ersten Ding nicht gecheckt. Aber dann ist es ja noch lustiger. Das finde ich gut. Haben wir das schon angeguckt? Ich glaube nicht. Das ist ja auch absurd. Hat schon sehr viel witzigen Stuff hier, der Moses. Aber ich glaube Might be jetzt... time to ask Moses the hard questions. Like, Ja, okay. Passiert schon von selbst. Wow. You process quickly. I'm just laying it all out. We'll see if anything emerges. Okay, können wir jetzt schon mit ihm sprechen? Ja. So, Professor, have you solved me yet? Not in the slightest. But I do have some follow-up questions. I'm sure you do too. Why don't you start? Oh ja, die allerwichtigste Frage zuerst. Dürfen wir mit dem 3D-Printer etwas für Max's Birthday printen? I know we have a metaphysical mystery to solve, but can I use your 3D printer? What for? It's Max's birthday. She's being so brave about this whole save the school thing, but I think she needs some encouragement. Your anime wall gave me an idea. Say no more. Nice. Oh, cool. Wir dürfen was printen. You have to text me when you give it to her. She's gonna love it. Aber was machen wir denn You got jetzt? it. Ich hab mir doch gar nichts ausgesucht. Okay, naja, egal, mal sehen. Schauen wir mal weiter. Give it to me straight, Doc. I'm ready. I'd like to hear more about your visions. You said they started in December? Yeah. And they weren't even visions at first. Just weird daydreams. Of a storm, or a path, or... But they just kept coming. Then I started thinking about them, even when I didn't want to think about them. And that moment in the green room a few days ago... It was real, I was trapped. Ja, real. Ich würde schon eher sagen, I was trapped. I couldn't leave. I couldn't think about anything else. I was stuck on that path to the top. Okay. What were you doing in the green room before it started? Looking in a mirror. Stimmt. That place was a grimy dump. Usually my favorite kind of bar. But for some reason, I started thinking about tornadoes. When Max and I were in high school, there was this crazy week where Max thought a tornado was going to destroy the school. No. Sorry, that did happen. But it also didn't happen? I don't... What's happening right now? Oh, God. Paradox. Let's start with what happened 10 years ago. A storm threatened your town, and Max was forced to make a choice. She saved you, and Arcadia Bay was destroyed. The town is okay. My mom texted me an hour ago. Yes. Somehow, the storm didn't destroy the town, and you didn't die. Which doesn't make any sense, except...
A year ago, a storm threatened the school and the town. And Max made another choice. Or rather, she refused to choose between Safi and Caledon. Somehow she saved Safi and the school. And however she tied those realities together, it appears... She tied up some loose ends while she was at it. She brought me and Arcadia Bay back together? With Safi and all the rest? Yes. Somehow. Your vision started when you remembered the tornado. The thing that couldn't have happened, but did. A paradox. Your life and experiences are coexisting along an entirely different reality. And that's not sustainable. Oh God. Maybe when you encounter a paradox, you come unfixed somehow, but that would mean even us talking about it directly could... Oh Gott. Oh Gott. Oh no. Oh nein. Hä? Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Sie ist gerade einfach eingefroren. Ah, jetzt ist sie... Chloe. Oh Gott. Can you hear me? Yeah, I hear you. Okay. Stay calm and tell me what you see. Ja, what do I see, ne? It's always the same path. Und ich habe einfach... It ends in this outcropping with a couple of benches. Like a viewpoint. Ich habe einfach eine Nachricht von Safi. Dead Safi, alive Chloe, alive Safi, not Chloe, alive Safi. Oh my God. Looks like the gang's all here. Dead Safi, alive Chloe. Oh my God, es hört nie wieder auf. For fuck's sake, death. Chloe Grober already dead. Und hier ist noch eine unknown number. Ah, das ist auch, okay. Hey, Vandercap. Are you all on the same path? Meet you at the top. Das ist witzig. Okay. That's where Safi died. Ja, genau, also das ist ja genau der gleiche Ort wie There's a lighthouse too. Anfang. Like the one from Arcadia Bay. Ich laufe mal ein bisschen schneller da hoch. Das sind auch schon The Fußspuren. sky is wild. Oh ja, genau, das sind wieder diese Lichter. Auroras and shit. Ja, genau, Auroras. So it's nighttime? I don't think there's a sun in here. Nee. There's always something weird when I get to the top of the path. Habe ich da jetzt gerade was übersehen? Nee, ne? Me dead. Safi alive. Oh, was ist das? A turbocharged. Safi practically lives here now. Left, mostly trees, right, weird voices, sounds of someone crying. There's a lot to learn if you're willing to explore and watch yourself die repeatedly. What do you think is there, Chloe? Oh Gott, creepy stuff. Da ist wieder der bathroom floor. The ground turned to my high school. Alles verfließt ineinander. Und jetzt sind wir wieder hier oben. Das ist echt ein krasser Mix aus den zwei Orten. Ich habe es ja auch am Anfang nicht ganz richtig erkannt, welcher von den beiden Orten es sein soll, aber es sind eben beide miteinander gemerged. Das ist echt krass. Oh, Feuer. Okay, Max is pointing a gun at Safi, and there are a lot of photos. Photos of what? Gute Frage. Was ist das? Ah, okay. Chloe tot auf dem Boden.
gun, and it always ends a little differently, but I died. That's what I've been seeing. Ich glaube, ich habe Chloe noch nie weinen sehen, ehrlich gesagt. Max killing me. You said there were photos. What happened after that? The lighthouse beam turned on, and... What's wrong? Chloe, you vanished. Disappeared for about 3 seconds. Before you came crashing back into the cabinet. What? Where did I go? I don't know. I think maybe that place takes you back to the moment where Max made her choice. About Safi. About you. Max stitched these realities together, but if you keep going back there, it's picking at the stitches. Okay. Crazy. Es ist echt alles richtig crazy. Ich erinnere mich sehr gut daran im ersten Spiel, dass Chloe auch immer wieder durch verschiedenste Sachen fast gestorben wäre. Also nicht nur durch diese Situation auf dem Schulklo, sondern seitdem wir da dann als Max das erste Mal die Zeit zurückgedreht haben, kam Chloe immer wieder in solche Situationen, sodass man da quasi das Gefühl hatte, okay, es war ihr Schicksal zu sterben, und wenn Max es immer wieder aufgehalten hat, dann ist es halt immer wieder auf unterschiedliche andere Weisen passiert. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so krass auf dem Schirm, aber jetzt gerade ist es mir irgendwie wieder so gekommen. Okay, Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was meine Frage war, aber ich glaube, wir können hier wieder alle Optionen anwählen. What about Arcadia Bay? Arcadia Bay was brought back to life. Why aren't they stuck in that place too? My mom hasn't told me about any weird visions. Have you told her about your visions? Oh Gott, wenn ganz Arcadia Bay jetzt Visions hat. We don't know what's happening in Arcadia Bay. We can conjecture, but my focus is on helping you. Aber das wäre natürlich irgendwie auch ein bisschen krass. Und dann ist die Frage, bezieht sich dann wirklich nur auf Arcadia Bay? Weil, wo hört Arcadia Bay dann auf, ne? Da, wo die Stadtgrenze aufhört, da haben die Leute dann keine Visions mehr, oder die haben das dann auch, die ganze Welt jetzt Visions, oder? Oh mein Gott. But Max saved me. But Max chose to save me. Why do I keep dying? You're returning to the moment of Max's choice. If the choice had been up to you, save yourself or save the town, what would you do? I'd save the town. I'd sacrifice myself. That's what I told Max to do then. At the time, it felt like what I had to do. And the overlight seems to reflect that. I saw some of Safi's thoughts and memories. We're stuck in that place together. Makes sense. Safi is aware of the dual realities, and she's suddenly back on campus. Maybe she's looking for the same answers you are. She seems depressed. Well, you and she are trapped inside your own death. Emotionally, I can't imagine what that is doing to the both of you. Ja, das ist schon crazy und absurd. Kann man nichts anderes dazu sagen. Okay, what do I do? Ja, das ist die wichtigste Frage. So what do I do? How do I make sure I don't think about, you know? Well, distractions seem to help. Your job. Loud music, lots of people, probably kept you safer. But now that you're aware of it,
and what it means, we might have just And accelerated. what is happening? I'm so Oh sorry. Gott. So I'm doomed, ja, das ist die perfekte Rückfrage dazu. So, it's just a matter of time? Until I don't come back? At this point, there's a lot we don't know. But that's what Oh, the evidence oh Gott, ich will suggests. gar nicht wissen, wie dieses Spiel endet. Hilfe. Hilfe, Hilfe. We won't risk any more explorations into the overlight. That's what we're calling it now, by the way. The Overlight. Das I'll do klingt some gut. brainstorming. Maybe research mental techniques for... Don't bother. You've got to focus on the fire. But we need a plan. Your visions are growing in intensity, and that place is dangerous. If you spend more time there, you could end up in the other timeline. The one where you died. Oh no. I'm serious. It's okay. Why should I get to cheat death? It's not like I deserve it more than my dad. Or Rachel. Max saved me in the bathroom. But she couldn't make it stick. The time she bought me, it's enough. More than I deserve. What do you mean? Of course you deserve to exist. Not according to reality, or the universe, or whatever keeps trying to make me dead. Max has done everything she could for me. She always has. The least I can do is be there for her now. So, on to the good stuff. Who do we think is planning to start a fire? And why is this placeholder up there? Lucas Colmenero is a former Caledon professor. He's been stirring up animosity between Caledon and Lakeport. If he hates Caledon, you and Max won't be able to get much out of him. Max may have gone full ivory tower, but bars are still my scene. I'll head back there right now to chat with him and his protest buddies. Maybe I can learn more about their plans. Okay, okay, guter Plan, guter Plan. Aber was ist denn jetzt mit dem 3D-Drucker? Was haben wir dann gedruckt? Das ist doch die wichtige Frage. Ah, jetzt sind wir wieder Max, okay. Confront Safi. Oh, da steht sie. Ja, ich würde doch mal behaupten. You can do this, Max. It's only Ich würde doch mal behaupten, das ist ein perfekter Cliffhanger für die nächste Folge. Und das Wasser schaut schon wieder so komisch aus. Also das irritiert mich echt ein bisschen bei dem Spiel, dass immer, wenn man das Wasser sieht, weiß nicht, ob das auf der Aufnahme genauso ausschaut, aber es hat so sehr strange Grafikfehler